Wenn meine Skizze grün und vollständig bestimmt ist, kann nichts mehr schief gehen. Falsch! Im letzten Video haben wir gesehen, wie Frigate-Skizzen beim Ändern eines einzigen Maßes plötzlich auf die andere Seite springen können. Das berüchtigte Sketcher-Flipping. Viele hoffen bei sowas auf ein rettendes Software-Update. Aber die harte Wahrheit ist, das Problem ist nicht die Version, es ist die Art, wie wir das Abstand-Tool benutzen. Heute schauen wir uns an, warum vollständig bestimmt nicht automatisch stabil heißt. Und genau da wird es interessant. Also, los geht's! Der entscheidende Punkt ist, das Abstand-Tool ist kontextsensitiv. Es erzeugt nicht immer dieselbe Randbedingung. Je nachdem, wie eindeutig die Situation ist und vor allem, wo du die Maßzahl vor dem Bestätigen platzierst, kann Frigate unterschiedliche Arten von Abstand machen. Und das sieht man direkt in der Randbedingungenliste. Manchmal erscheint ein horizontales bzw. vertikales Symbol und manchmal erscheint dieses schräge Abstandssymbol. Genau dieses schräge Symbol ist der Moment, wo es spannend wird. Der wahre Unterschied zeigt sich im Hintergrund direkt im Namen der Randbedingung. Hinter den horizontalen und vertikalen Symbolen stecken gerichtete Abstände Distance x oder Distance y. Sie binden das Maß fest an eine Achse. Dadurch bekommt das Maß ein Vorzeichen und die Punkte eine eindeutige Richtung zueinander. Hinter dem schrägen Symbol steckt intern aber einfach nur Distance. Und Distance speichert nur eine Länge. Geometrisch ist das wie ein unsichtbarer Radius. Frigate weiß zwar, wie weit die Punkte voneinander entfernt sind, aber nicht auf welcher Seite sie zueinander stehen sollen. Und genau das sieht man, wenn wir hier minus 50 mm eingeben. Bei einem gerichteten Abstand wechselt Frigate sauber die Seite, weil das Vorzeichen eine Bedeutung hat. Ein allgemeiner Abstand kann damit nicht sinnvoll arbeiten, denn eine reine Länge ist geometrisch nicht negativ. Und jetzt der entscheidende Test. Baue ich die Skizze mit einem allgemeinen Abstand auf und ändere ein Maß, springt die Geometrie. Setze ich dasselbe Maß aber gezielt als horizontalen oder vertikalen Abstand, bleibt die Skizze stabil. Nicht weil Frigate plötzlich zaubert, sondern weil die Richtung jetzt fest in der Randbedingung verankert ist. Der Solver hat schlichtweg weniger Interpretationsspielraum mehr. Und genau das erklärt auch, warum Bemaßungen vom Ursprung aus oft so extrem stabil wirken. Nicht der Ursprung ist magisch, sondern in dieser Situation landet die Maßzahl oft so, dass Frigate automatisch einen gerichteten Abstand erzeugt. Das Sketcher-Verhalten ist smarter, als es auf den ersten Blick wirkt. Frigate versucht durchaus aus deiner Eingabe eine sinnvolle Randbedingung zu erzeugen, aber der Sketcher liest nicht deine Gedanken. Er interpretiert deine Eingabe und genau deshalb reicht es nicht einfach, eine Skizze vollständig zu bestimmen. Eine robuste Skizze muss ihre Absicht behalten, auch wenn sich Maße ändern. Oder kurz gesagt, vollständig bestimmt heißt nicht automatisch robust. Wenn ihr sehen wollt, wie ich mit genau solchen Prinzipien Frigate-Modelle und Baugruppen wirklich berufssicher aufbaue, lasst es mich in den Kommentaren wissen, da wartet im Hintergrund schon etwas Größeres auf euch. Lasst ein Abo da, wenn euch dieser Nachtest geholfen hat und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!